Hallo, willkommen zum Deutschen Hörverständnis-Konversations-Podcast. Ich bin Matteo. Und ich bin Sophia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wirklich schön. Und falls ihr zum ersten Mal hier seid, herzlich willkommen in unserer kleinen Deutschlernfamilie. Hier sprechen wir echtes Deutsch mit echten Geschichten und heute mit sehr echten Arbeitserfahrungen. Ja, heute reden wir über etwas, das fast jeden Erwachsenen betrifft. Täglich. Stündlich manchmal. Sophia, ich möchte mit einer ehrlichen Frage beginnen. Eine Frage, die viele Menschen beschäftigt. Was für eine Frage. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Wirklich, wie ist dein Arbeitsleben? Wie beschreibt man das auf Deutsch? Die Arbeit, den Job, das Berufsleben? Das ist eine große Frage. Eine sehr große Frage, weil wenn man in Deutschland lebt und arbeitet, man braucht diese Sprache. Die Sprache der Arbeit, die Sprache des Berufslebens. Und das ist auch persönlich für mich, weil ich als Ausländerin in Deutschland gearbeitet habe. Auf Deutsch. Und das war manchmal wirklich eine Herausforderung. Und genau darüber reden wir heute. Wie spricht man über seinen Job? Wie beschreibt man Arbeitserfahrungen? Was sind die wichtigsten Ausdrücke für Bewerbungen, für den Arbeitsalltag, für Gespräche mit Kollegen? Für A2 und B1, aber auch für alle, die ihren Wortschatz erweitern wollen. Von Anfänger bis Fortgeschrittene. Also, bleibt dran. Heute lernt ihr über euer Berufsleben auf Deutsch zu reden. Auch wenn euer Deutsch noch nicht perfekt ist. Ihr werdet am Ende dieser Episode viel mehr können. Sophia, fangen wir direkt an. Was machst du beruflich? Beschreib deinen Job. Auf Deutsch. Ganz natürlich. Also, ich mache mehrere Dinge. Das ist heutzutage ja oft so. Ich bin hauptsächlich Sprachlehrer. Ich unterrichte Deutsch und Italienisch. Online meistens. Und dann mache ich diesen Podcast, Speak Deutsch Now, mit dir zusammen, Sophia. Und wie lange machst du das schon? Also, das Unterrichten mache ich seit ungefähr 8 Jahren. Den Podcast, den machen wir jetzt seit einigen Jahren. Das ist eine schöne Kombination. Beides hat mit Sprache zu tun, beides macht mir wirklich Freude. Also, was machst du beruflich? Das ist die typische Frage nach dem Job. Und man antwortet, ich bin plus Berufsbezeichnung. Ich bin Lehrer. Ich bin Ärztin. Ich bin Ingenieur. Oder ich arbeite als plus Berufsbezeichnung. Ich arbeite als Grafikdesignerin. Ja, beide Formen sind richtig und natürlich. Ich bin Lehrer, direkte Identifikation. Ich arbeite als Lehrer, etwas mehr Distanz. Beide gut. Und dann gibt es noch, ich bin selbstständig. Das bedeutet, man arbeitet für sich selbst. Man hat keinen Arbeitgeber. Man ist der Boss. Der eigene Boss. Das klingt toll, aber es hat auch Herausforderungen. Viele Herausforderungen. Man muss alles selbst regeln. Steuern, Versicherung, Kunden finden. Alles selbst. Selbstständig. Das Wort erklärt sich fast. Selbst, man selbst. Ständig, immer. Beständig. Man steht selbst. Man ist auf eigenen Beinen. Unabhängig von einem Arbeitgeber. Und das Gegenteil, man ist angestellt. Man hat einen Arbeitgeber. Man bekommt ein festes Gehalt, man arbeitet für eine Firma. Angestellt, das bedeutet, man hat eine Stelle, eine Anstellung. Man ist von einer Firma eingestellt worden. Der Arbeitgeber bezahlt das Gehalt. Sophia, erzähl uns von deiner Arbeit. Du bist Grafikdesignerin. Wie ist das, auf Deutsch zu arbeiten? Als Ausländerin? Also, das ist eine interessante Frage, weil am Anfang war es wirklich schwer. Ich habe aus Barcelona Erfahrung als Grafikdesignerin mitgebracht, aber alles hier war anders. Die Kunden sind anders, die Kommunikation ist anders, die Erwartungen sind anders. Was meinst du mit die Kommunikation ist anders? Also in Spanien, in meiner Erfahrung, ist die Kommunikation bei der Arbeit manchmal lockerer, informeller. Man redet viel, man macht viele Witze, man ist schnell beim Du. Und in Deutschland? In Deutschland, besonders am Anfang mit neuen Kollegen oder Kunden, ist es formeller. Man benutzt Sie, man ist professioneller in der Kommunikation, weniger persönlich am Anfang. Formell und informell, das kennen wir schon. In der Arbeitswelt ist das besonders wichtig. Mit dem Chef oft Sie, mit engen Kollegen oft Du. Aber man muss herausfinden, was in der jeweiligen Firma üblich ist. Und das herausfinden war eine meiner ersten Herausforderungen. Ich wusste nicht, sage ich Sie oder Du zu meinen Kollegen. Das ewige Sie- oder Du-Problem. Ja, und dann habe ich einfach gewartet, bis jemand anderes das Du angeboten hat.
Das ist meistens die sicherste Strategie. Das Abwarten ist wirklich klug. Man beobachtet die Kultur der Firma und passt sich an. Und ich habe noch etwas Wichtiges gelernt. In Deutschland, und das war ein echter Kulturschock, Kritik an der Arbeit wird sehr direkt gegeben. Sehr direkt. Ah, das deutsche Feedback. Das direkte deutsche Feedback. Also, ich habe einmal ein Design gezeigt, einem Kunden, und er hat gesagt, das gefällt mir nicht, das wirkt unprofessionell. Direkt. Ohne Umschweife. Sehr direkt. In Spanien hätte jemand vielleicht gesagt, oh, sehr interessant, aber vielleicht könnten wir immer mit Polsterung, mit Weichspüler. Mit Weichspüler. Das ist so ein schönes Bild. Das deutsche Feedback hat keinen Weichspüler. Es ist klar, es ist direkt, es ist sachlich. Sachlich bedeutet auf die Sache bezogen. Nicht emotional, nicht persönlich, nur auf den Inhalt, auf das Thema, auf die Sache selbst. Das ist sehr typisch für deutsche Kommunikation am Arbeitsplatz. Und ich habe gelernt, das ist eigentlich sehr gut. Man weiß genau, was verbessert werden muss. Man muss nicht raten, ob jemand zufrieden ist oder nicht. Ja, Direktheit ist Respekt, wenn man es richtig versteht. Man nimmt sich die Zeit, ehrlich zu sein. Das zeigt, dass man die Arbeit des anderen ernst nimmt. Ja, ich sehe das jetzt auch so. Aber am Anfang, es war schwer zu hören. Das kann ich verstehen. Man arbeitet hart an etwas und dann kommt direktes Feedback. Das tut manchmal weh. Es tut weh. Aber man wächst daran. Das ist meine Erfahrung. Und du? Wie hast du angefangen, in Deutschland zu arbeiten? Was war der erste Schritt? Also, der erste Schritt war das Bewerbungsschreiben. Auf Deutsch natürlich. Das Bewerbungsschreiben. Das ist wirklich eine eigene Kunst. Eine echte Kunst. Und in Deutschland, das Bewerbungsschreiben ist sehr spezifisch. Es gibt Regeln. Ungeschriebene Regeln, aber echte Regeln. Was für Regeln? Also, erstens, man schreibt einen Lebenslauf. Das nennt man auf Deutsch Lebenslauf. Das ist das Dokument, das zeigt, wer man ist, was man gelernt hat, wo man gearbeitet hat. Lebenslauf. Das Wort ist wunderschön. Leben plus Lauf. Der Lauf des Lebens. Die Geschichte des eigenen Lebens in einem Dokument zusammengefasst. Ja, und dann das Anschreiben. Das ist ein Brief, den man an die Firma schreibt. Man erklärt, warum möchte ich diesen Job? Was kann ich mitbringen? Warum bin ich die richtige Person? Und in Deutschland, der Lebenslauf hat auch ein Foto. Das ist in vielen anderen Ländern unüblich. Aber in Deutschland gehört oft ein professionelles Foto dazu. Ja, das war auch neu für mich. In Spanien macht man das nicht immer. Aber hier, man erwartet es oft. Das Bewerbungsfoto. Ein professionelles Foto von sich selbst. Nicht ein Selfie, nicht ein Urlaubsfoto. Ein seriöses, professionelles Porträtfoto. Ich habe mein erstes Bewerbungsfoto bei einem Fotografen gemacht. Ich war so nervös. Bei einem Fotografen. Das ist so gut. Ich habe gesagt, das ist Overkill. Aber ich wollte es richtig machen. Und das hat sich bezahlt gemacht, oder? Es hat sich bezahlt. Ich habe den Job bekommen. Also vielleicht lag es am Foto. Oder an deinen Fähigkeiten. Wahrscheinlich beides. Okay, lass uns über Berufsbezeichnungen reden. Die wichtigsten Jobs auf Deutsch. Ja, also, fangen wir mit häufigen Berufen an. Der Lehrer, die Lehrerin. Man unterrichtet, man erklärt, man arbeitet mit Schülern oder Studenten. Der Arzt, die Ärztin. Man behandelt kranke Menschen, man diagnostiziert, man verschreibt Medikamente. Der Ingenieur, die Ingenieurin. Man plant, man baut, man entwickelt. Technik, Maschinen, Strukturen. Der Kaufmann, die Kauffrau. Man arbeitet im Handel, im Einkauf, im Verkauf. Eine sehr häufige Berufsbezeichnung in Deutschland. Kaufmann. Kauf plus Mann. Man kauft und verkauft. Das ist das Kerngeschäft. Eine sehr alte, sehr respektierte Berufsbezeichnung in Deutschland. Der Verkäufer, die Verkäuferin. Man verkauft Produkte. In einem Laden, in einem Geschäft, online. Der Buchhalter, die Buchhalterin. Man verwaltet Finanzen. Man rechnet, man überprüft Zahlen. Der Programmierer, die Programmiererin. Man schreibt Code, man entwickelt Software. Ein sehr gefragter Beruf heutzutage. Gefragt. Das bedeutet sehr gesucht. Viele Arbeitgeber suchen diese Person. Die Nachfrage ist hoch. Ein gefragter Beruf ist einer, in dem es viele offene Stellen gibt. Und dann der Pfleger, die Pflegerin. Man pflegt kranke oder ältere Menschen. Ein sehr wichtiger, sehr anspruchsvoller Beruf. Anspruchsvoll. Das bedeutet, es stellt hohe Erfordernisse. Es ist nicht einfach. Es braucht viel Einsatz, viel Energie, viel Empathie. Ein anspruchsvoller Job fordert viel von einem. Und der Journalist, die Journalistin.
Man schreibt Artikel, man recherchiert, man berichtet. Für Zeitungen, für Online-Medien, für TV. Sophia, wie hast du deinen jetzigen Job als freiberufliche Designerin bekommen? Erzähl uns den Weg. Also, der Weg war nicht direkt. Es war mehr ein Zickzackweg. Ein Zickzackweg, das klingt vertraut. Sehr vertraut. Also, als ich nach Berlin gekommen bin, habe ich zuerst bei einer kleinen Agentur gearbeitet. Eine Werbeagentur. Auf Deutsch natürlich. Und wie war das? Der erste Job in Deutschland? Also, der erste Tag. Ich werde ihn nie vergessen. Ich bin reingegangen, alle haben Deutsch geredet. Schnell, mit Fachwörtern, mit Witzen. Und ich habe gelächelt und genickt und sehr wenig verstanden. Das Meeting-Nicken, das kenne ich. Das strategische Meeting-Nicken. Man nickt, man lächelt, man hofft, dass niemand eine direkte Frage stellt. Und dann stellt jemand eine direkte Frage. Immer. Mein Chef hat mich direkt angeschaut und gefragt, Sophia, was denken Sie dazu? Über ein Projekt, über das ich nichts verstanden hatte. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, auf Deutsch, das ist ein interessanter Punkt. Ich würde das gerne noch überdenken. Das ist so ein B2-Chunk, den hatte ich gelernt. Der perfekte Ausweichchunk. Der perfekte Ausweichchunk. Er hat genickt und gesagt, gut, wir reden nach dem Meeting. Und nach dem Meeting habe ich meinen Kollegen Finn gefragt, was haben wir gerade besprochen? Und er hat es mir erklärt. Finn, der Rettungsanker. Finn war so nett. Er hat mir in den ersten Wochen so viel geholfen. Er hat nach dem Meeting immer eine Zusammenfassung gegeben. Auf Englisch manchmal, wenn es sehr komplex war. Das ist auch wichtig zu wissen. In deutschen Firmen, besonders in internationalen Firmen, es ist okay zu fragen. Man muss nicht alles alleine verstehen. Ja, und man muss keine Angst haben zu sagen, Entschuldigung, könnten Sie das bitte wiederholen? Oder ich habe das nicht ganz verstanden. Das ist professionell, nicht schwach. Professionell, das bedeutet, man handelt wie ein Profi. Man ist kompetent, man ist zuverlässig, man ist verantwortungsbewusst. Ein professioneller Mensch weiß auch, wann er Fragen stellen muss. Okay, lass uns über wichtige Arbeitswörter reden, die Sprache des Arbeitslebens. Ja, also die Stelle. Eine Stelle ist eine Arbeitsstelle, ein Arbeitsplatz. Ich habe eine neue Stelle gefunden. Das bedeutet, ich habe einen neuen Job. Und dann die Bewerbung. Das ist der Prozess, wenn man sich für eine Stelle bewirbt. Man schickt seinen Lebenslauf, sein Anschreiben. Das ist die Bewerbung. Sich bewerben, das Verb. Ich bewerbe mich um eine Stelle. Ich schicke meine Unterlagen. Ich zeige, ich möchte diesen Job. Ich bin geeignet. Geeignet, das bedeutet, man passt für die Stelle. Man hat die richtigen Fähigkeiten, die richtige Erfahrung. Man ist die geeignete Person für diesen Job. Und das Vorstellungsgespräch, das ist das Meeting, wo man sich persönlich vorstellt. Der Arbeitgeber stellt Fragen und man antwortet. Man zeigt, wer man ist. Vorstellungsgespräch. Vorstellung plus Gespräch. Man stellt sich vor, man spricht. Das Gespräch, in dem man sich vorstellt. Sehr logisch. Und dann die Kündigung. Das ist, wenn man den Job verlässt. Oder wenn der Arbeitgeber den Mitarbeiter entlässt. Kündigung, das ist ein schweres Wort. Es bedeutet, die Arbeitsstelle endet. Entweder kündigt der Mitarbeiter, er verlässt freiwillig, oder der Arbeitgeber kündigt. Der Mitarbeiter muss gehen. Kündigen, das Verb. Ich kündige meinen Job, ich verlasse ihn freiwillig. Der Arbeitgeber kündigt mir, ich muss gehen. Beide Formen existieren. Beide sind wichtig zu kennen. Und dann positive Wörter. Das Gehalt, das Geld, das man für die Arbeit bekommt. Monatlich meistens. Das Gehalt. Wie viel Geld verdient man? Das ist oft die wichtigste Frage bei der Jobsuche. Immer eine wichtige Frage. Und dann der Urlaub. Wie viele Urlaubstage hat man? In Deutschland hat man oft 30 Urlaubstage. Das ist im internationalen Vergleich sehr gut. 30 Tage, das ist wirklich toll. In Spanien hat man auch viele Urlaubstage, aber in anderen Ländern ist das nicht selbstverständlich. Und der Betriebsrat. Das ist eine deutsche Institution. Die Mitarbeiter haben eine eigene Vertretung in der Firma. Betriebsrat, Betrieb plus Rat. Der Betrieb ist die Firma, das Unternehmen. Der Rat ist eine Gruppe von Menschen, die Ratschläge geben. Der Betriebsrat vertritt die Interessen der Mitarbeiter. Das ist so eine wichtige deutsche Institution. Die Mitarbeiter haben Rechte. Sie haben eine Stimme. Der Betriebsrat schützt diese Rechte. Ja, und das ist etwas, das ich in Deutschland wirklich schätze. Die Rechte der Arbeitnehmer sind gut geschützt.
Okay, Sophia, was war die größte Herausforderung in deinem deutschen Arbeitsleben? Wirklich die größte? Also, das ist eine gute Frage. Ich denke, die größte Herausforderung war nicht die Sprache. Die Sprache war schwer, aber man lernt sie. Nicht die Sprache? Nicht die Sprache. Die größte Herausforderung war die Kultur der Pünktlichkeit. Das klingt vielleicht lustig, aber wirklich. Die Pünktlichkeit. Die absolute Pünktlichkeit. In Spanien, wenn ein Meeting um 10 ist, man kommt vielleicht um halb 11. Das ist normal. Das ist Spanien. Das kenne ich auch aus Italien. Eine Stunde Verspätung ist fast pünktlich. Genau. Und in Deutschland, wenn ein Meeting um 10 ist, man kommt um 9:50 Uhr, 5 Minuten vorher. Das ist Pünktlichkeit in Deutschland. Pünktlichkeit ist in Deutschland fast eine moralische Tugend. Eine moralische Tugend. Wenn man zu spät kommt, man hat eine Erklärung. Eine echte Erklärung. Der Zug hatte Verspätung. Es gab einen Unfall. Nicht einfach, ich habe vergessen, auf die Uhr zu schauen. Pünktlichkeit, das bedeutet, man kommt genau zur vereinbarten Zeit. Nicht früher, nicht später. Genau dann. Das zeigt Respekt für die Zeit der anderen. Und ich habe das gelernt. Ich habe mir sogar einen Alarm gestellt. 10 Minuten vor dem Meeting. Sophia, jetzt gehen. Das war mein System. Der Pünktlichkeitsalarm. Der absolute Überlebensmechanismus. Und jetzt bin ich tatsächlich pünktlich. Ich habe das wirklich gelernt. Das ist Integration. Nicht nur die Sprache lernen, sondern auch die Kultur. Ja, und Arbeit ist ein großer Teil der Kultur. Wie man arbeitet, wie man kommuniziert, wie man mit Zeit umgeht. Das ist Kultur. Okay, lass uns über das Arbeitsleben von Tag zu Tag reden. Wie beschreibt man seinen Arbeitstag auf Deutsch? Ja, also man fängt an mit ich fange um Uhr an oder meine Arbeitszeit beginnt um 8 Uhr. Das ist der Start des Arbeitstages. Und dann, ich habe heute ein Meeting oder wir haben eine Besprechung um 10 Uhr. Besprechung ist das deutsche Wort für Meeting. Ein Gespräch, bei dem man sich bespricht. Besprechung, sich besprechen. Man spricht sich ab, man tauscht Informationen aus, man plant zusammen. Das ist eine Besprechung. Und dann, ich habe einen Termin. Das ist ein verabredeter Zeitpunkt mit jemandem. Beim Arzt, mit einem Kunden, mit dem Chef. Das ist ein Termin. Und ich habe viel zu tun. Das ist ein sehr häufiger Satz im deutschen Arbeitsleben. Man ist beschäftigt, man hat viele Aufgaben. Viel zu tun ist der deutsche Normalzustand. Manchmal scheint es so, aber das zeigt auch, man ist engagiert, man arbeitet hart. Engagiert. Das bedeutet, man setzt sich ein, man ist dabei, man gibt sein Bestes. Engagierte Mitarbeiter sind sehr geschätzt in Deutschland. Und dann die Mittagspause. Ich mache Mittagspause. Das ist die Pause in der Mitte des Arbeitstages. Die Mittagspause ist wichtig. Man erholt sich, man isst, man tankt Energie für den Nachmittag. Und in deutschen Firmen, die Mittagspause ist meistens wirklich eine Pause. Man geht weg vom Schreibtisch. Man ist nicht vor dem Computer. Das ist kulturell wichtig. Die Pause ist wirklich eine Pause. Man trennt Arbeit und Essen. Und dann am Ende des Tages. Ich feiere Feierabend. Das ist mein Lieblingsausdruck. Feierabend. Das ist ein einzigartiges deutsches Wort. Einzigartig. Feier plus Abend. Der Abend, den man feiert, weil der Arbeitstag vorbei ist. Feierabend. Das ist der Moment, wenn die Arbeit aufhört. Wenn man den Computer zumacht, die Jacke nimmt und geht. Man feiert diesen Moment, weil man frei ist. Der Abend gehört einem. Und man sagt auch schönen Feierabend. Als Gruß, wenn man die Arbeit verlässt. An Kollegen, an den Chef. Schönen Feierabend. Das ist so ein herzlicher Abschiedsgruß. Man wünscht dem anderen, dass er den Abend genießt. Und ich finde, das ist so typisch für die deutsche Arbeitskultur. Man trennt Arbeit und Freizeit. Wenn Feierabend ist, ist Feierabend. Man ist nicht mehr erreichbar. Das ist ein sehr gesundes Konzept. Work-Life-Balance. Auf Deutsch sagt man oft auch diesen englischen Begriff. Aber das Konzept ist sehr deutsch. Work-Life-Balance. Das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben. Man arbeitet, aber man lebt auch. Man arbeitet, um zu leben. Man lebt nicht, um zu arbeiten. Das ist die gesunde Einstellung. Okay, lass uns über das Vorstellungsgespräch reden. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Ja, das Vorstellungsgespräch. Der wichtigste Moment bei der Jobsuche. Also, die häufigste Frage: Erzählen Sie mir etwas über sich
Oder stellen Sie sich kurz vor. Das ist fast immer die erste Frage. Und man antwortet strukturiert. Name, aktueller Job oder Ausbildung, wichtigste Erfahrungen, warum man hier ist. Also, zum Beispiel, mein Name ist Matteo Rossi. Ich komme ursprünglich aus Italien, lebe aber seit 8 Jahren in Berlin. Ich bin Sprachlehrer und Podcaster. In meiner Arbeit verbinde ich Leidenschaft für Sprachen mit Leidenschaft fürs Unterrichten. Ich bewerbe mich bei Ihnen, weil ich meine Erfahrungen in einem neuen Kontext einbringen möchte. Perfekt. Strukturiert, klar und überzeugend. Und dann kommt die zweite häufige Frage. Warum möchten Sie bei uns arbeiten? Und man antwortet, man zeigt Interesse an der Firma. Man hat recherchiert, man weiß, was die Firma macht, man erklärt, warum diese Firma besonders ist. Zum Beispiel, ich habe viel über Ihr Unternehmen gelesen und bin besonders von Ihrer Innovationskultur imponiert. Ich glaube, dass meine Erfahrungen gut zu Ihren Projekten passen. Und dann die Frage nach Stärken und Schwächen. Das kennen wir schon aus einer früheren Episode. Die Stärken-Schwächen-Frage, der Klassiker. Und man antwortet ehrlich, aber strategisch. Eine echte Stärke mit Beispiel, eine echte Schwäche mit Erklärung, wie man daran arbeitet. Und dann, am Ende des Gesprächs, man darf auch Fragen stellen. Das ist sehr wichtig. Man zeigt Interesse. Ja, man fragt zum Beispiel, wie sieht ein typischer Arbeitstag in dieser Stelle aus? Oder welche Möglichkeiten gibt es zur Weiterbildung? Oder wie ist das Team zusammengesetzt? Weiterbildung, das bedeutet, man bildet sich weiter, man lernt mehr, man entwickelt seine Fähigkeiten. Viele Menschen fragen nach Weiterbildungsmöglichkeiten. Das zeigt, dass man wachsen möchte. Und das kommt bei Arbeitgebern sehr gut an. Man zeigt, ich bin nicht nur hier für den Gehaltscheck, ich möchte mich entwickeln. Okay, lass uns eine Übung machen, ein Rollenspiel. Ja, ich stelle Vorstellungsgesprächfragen und Sophia antwortet, damit ihr hört, wie das klingt. Ich bin bereit. Guten Morgen, Frau Sophia. Schön, dass Sie da sind. Bitte, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie mir etwas über sich. Guten Morgen, sehr gerne. Mein Name ist Sophia. Ich komme ursprünglich aus Barcelona und lebe seit 5 Jahren in Berlin. Von Beruf bin ich Grafikdesignerin. Ich habe in Barcelona studiert und danach mehrere Jahre in einer Werbeagentur gearbeitet. Seit 2 Jahren arbeite ich selbstständig. Ich gestalte Logos, Webseiten und Marketingmaterialien für verschiedene Kunden. Ich bewerbe mich bei Ihnen, weil ich meine Erfahrungen in einem größeren Team einbringen und gleichzeitig von der Expertise Ihres Unternehmens lernen möchte. Sehr interessant. Was sind Ihre größten Stärken? Also, ich würde sagen, meine größte Stärke ist meine Kreativität kombiniert mit Strukturiertheit. Das klingt vielleicht widersprüchlich, aber ich finde, gutes Design braucht beides: kreative Ideen und eine klare Struktur in der Umsetzung. Außerdem bin ich sehr kommunikativ. Ich arbeite gern eng mit Kunden zusammen, um wirklich zu verstehen, was sie brauchen. Und was würden Sie als Ihre größte Schwäche bezeichnen? Also, ich bin manchmal zu perfektionistisch. Ich arbeite so lange an einem Projekt, bis es wirklich gut ist. Das kann manchmal bedeuten, dass ich mehr Zeit brauche als geplant. Aber ich habe gelernt, klare Deadlines zu setzen und auch mal zu sagen, gut genug ist gut genug. Sehr gut. Haben Sie noch Fragen an uns? Ja, gerne. Ich würde gerne wissen, wie sieht ein typisches Projekt hier aus und wie eng arbeitet das Designteam mit den anderen Abteilungen zusammen? Das sind sehr gute Fragen. Wir werden sie im Laufe des Gesprächs gerne beantworten. Perfekt. Habt ihr das gehört? Ein komplettes Vorstellungsgespräch mit allen wichtigen Elementen. Und habt ihr die Struktur bemerkt? Selbstvorstellung strukturiert und klar. Stärken mit Beispiel. Schwächen ehrlich, aber mit Verbesserung. Fragen zeigen Interesse. Und die Sprache war professionell, aber nicht steif. Natürlich, aber respektvoll. Das ist der Ton, den man anstreben soll. Professionell und menschlich. Und jetzt eure Hausaufgabe. Ja, schreibt uns in die Kommentare. Auf Deutsch. 3 Dinge. Erstens, was ist euer Beruf oder euer Traumberuf? Zweitens, eine Erfahrung von der Arbeit. Lustig, schwierig, unvergesslich. Drittens, eine Frage, die ihr in einem Vorstellungsgespräch stellen würdet. Wir lesen alles und freuen uns auf eure Geschichten. Okay, lass uns zusammenfassen. Was haben wir heute gelernt? Erstens, Berufe beschreiben. Ich bin Lehrer, ich arbeite als Designerin, ich bin selbstständig, ich bin angestellt. Einfache, klare Ausdrücke für den eigenen Beruf. Ergänzend,
Zweitens, wichtige Arbeitsvokabeln. Die Stelle, Arbeitsplatz. Der Lebenslauf, Dokument mit Berufserfahrung. Das Vorstellungsgespräch, das Meeting für Bewerbungen. Die Kündigung, Ende des Arbeitsverhältnisses. Das Gehalt, Geld für die Arbeit. Feierabend, Ende des Arbeitstages. Drittens, die deutsche Arbeitskultur. Pünktlichkeit ist sehr wichtig. Direktes Feedback ist normal. Sie und du je nach Situation. Work-Life-Balance, man trennt Arbeit und Freizeit klar. Viertens, das Vorstellungsgespräch. Selbst vorstellen, strukturiert und klar. Stärken mit Beispiel. Schwächen, ehrlich mit Verbesserung. Fragen stellen, zeigt Interesse. Professionell und menschlich zugleich. Und fünftens, das Wichtigste. Das Berufsleben auf Deutsch meistern braucht Zeit. Man macht Fehler, man lernt aus ihnen, man wächst. Und irgendwann spricht man über die Arbeit auf Deutsch, als wäre es die natürlichste Sache der Welt. Und das ist möglich. Für jeden. Mit Geduld, mit Übung, mit Mut. Mit Mut vor allem. Und teilt den Podcast mit jemandem, der in Deutschland arbeiten möchte oder schon arbeitet. Diese Episode hilft wirklich. Passt auf euch auf. Arbeitet hart, aber feiert auch den Feierabend. Der Feierabend ist heilig. Heilig. Und genießt ihn wirklich. Tschüss. Und denkt daran, Fehler sind Freunde. auch bei der Arbeit. Besonders bei der Arbeit. Tschüss und schönen Feierabend. Schönen Feierabend, ihr Lieben.